Ja, ich darf Sie auch recht herzlich begrüßen. Es freut mich, dass ich hier sein kann und etwas zu diesem Thema sagen darf. Wie Sie hier auf dem Bild sehen, die die Gegend kennen, das ist also eine Luftaufnahme von Genf. Hier ist die Stadt, hier ist der See. Hätte ich heute gemacht haben können, das Foto, wir hatten genauso schönes Wetter, als ich heute Mittag losgeflogen bin. Und die Berge, die waren mindestens so schön, wie man sie hier sieht. Ja, ich bin dort wohnhaft seit über 20 Jahren und arbeite im Forschungszentrum CERN. Und hier werfen Sie einen Blick in den Tunnel. Und in dem Tunnel ist eben der Beschleuniger aufgebaut. Und hier sehen Sie den Umriss von dem Beschleuniger. Und ich werde Ihnen auch ein bisschen dazu sagen, aber nicht zu viel. Die Übersicht meines Vortrags ist zunächst einmal etwas zu der Frage auch zu sagen, was ist Wahrheit? Dann machen wir einen kurzen Ausflug in die Grundlagenforschung, aber nicht zu lang. Und ich hoffe, dass ich nicht zu viele der Zuhörer dabei verliere. Ich will mir Mühe geben. Und dann möchte ich etwas sagen über diese Begriffe Scientismus, Pluralismus und Exklusivität von Wahrheit. Und dann schließlich auch etwas über Wahrheit und Freiheit vom Blickwinkel des christlichen Glaubens. Gut, also fangen wir an. Was ist Wahrheit? Eine allgemeine Definition habe ich einfach mal hier hingeschrieben, kann man auf Wikipedia nachlesen. Nichts besonders Exklusives, sondern einfach eine Definition, mit der man arbeiten kann. Ja? Die Übereinstimmung von Aussagen oder Urteilen mit einem Sachverhalt, einer Tatsache oder der Wirklichkeit im Sinne einer korrekten Wiedergabe wird allgemeinhin als Wahrheit bezeichnet, wenn also diese Übereinstimmung vorhanden ist. Jetzt ist es so, und da hat auch der Thorsten schon darauf hingewiesen, dass der Begriff der Wahrheit in verschiedenen Disziplinen unterschiedlich gefasst wird und nicht überall die gleiche Bedeutung hat. Und damit möchte ich gerne einfach mal beginnen und zunächst etwas sagen über Wahrheit in den Naturwissenschaften. Wenn es um naturwissenschaftliche Erkenntnis geht, dann ist das Ziel eben, dass man eine Beschreibung hat der Realität, wie sie ist. Und zwar eine objektive Beschreibung. Und in den Naturwissenschaften, in den exakten Naturwissenschaften besonders, und dann ist nun mal gerade der Fall in der Physik, da ist das Experiment als Beweis das hinreichende Kriterium dafür, zu sagen, das ist wahr oder das ist falsch. Ja, ich kann eine Theorie aufstellen, die möchte ich jetzt überprüfen. Und wie mache ich das? Ich führe ein Experiment aus und dann kann ich sehen, ja, die Theorie beschreibt die Realität korrekt oder ist eben nicht der Fall. Ja. Wenn wir in den Naturwissenschaften von Wahrheit sprechen, dann meinen wir häufig die Genauigkeit der Widerspiegelung der Wirklichkeit. Das heißt, wenn eine Aussage korrekt ist, ja, dann kann ich von absoluter Wahrheit sprechen, wenn ich wirklich eine perfekte Wiedergabe meine. Und das gilt ganz streng genommen nur für numerische Sachverhalte. In der Mathematik 2 plus 2 ist 4. Ja, da gibt es eine eindeutige Antwort drauf. Und gut, ich muss sagen, wir Physiker würden häufig sagen, ist ungefähr 4. Ja. Mathematiker, die würden sagen, 2 plus 2 ist eine Frage, die Problemstellung ist eindeutig lösbar, dann sind die schon zufrieden. Aber Sie verstehen, was ich meine, ja. Wir sprechen auch von relativer Wahrheit in der Naturwissenschaften und deuten damit an, dass wir vielleicht nicht ganz genau bestimmen können, was der Wert einer Messung ist. Und dann geben wir einfach die Unsicherheit an und
dann kann man von relativer Wahrheit sprechen. Aber grundsätzlich in den Naturwissenschaften geht es wirklich um die Beschreibung der objektiven Realität. Ja, in den Sozial- und Geisteswissenschaften ist die Situation eine andere, und das einfach schon deshalb, weil man da eben das Experiment als Kriterium für die Wahrheit nicht anwenden kann. Und bei den Sozial- und Geisteswissenschaften ist es einfach so, dass die verbleibenden Kriterien nur notwendig sind, aber nicht hinreichend, und da ist immer der subjektive Einfluss des Erkennenden da, der Person. Da kommt eben das Subjektive her, was Thorsten auch schon erwähnt hatte. Also, in dem Sinne können die Geisteswissenschaften den Anspruch auf Objektivität nur bedingt erfüllen. Ja, und dann in den Rechtswissenschaften, das hat Thorsten besser gesagt, wie ich das machen kann hier, aber da geht es einfach dann darum, dass man Rechtsnormen und Gesetze korrekt anwendet auf einen Sachverhalt, und beim Gericht geht es eben darum, dass der Sachverhalt erstmal korrekt ermittelt wird, und dann ist es eben so, dass häufig nach der objektiven Beweislast entschieden wird und eine Person auch freigesprochen wird, nicht wahr, wenn Schuld nicht zweifelsfrei nachgewiesen werden kann. Da kommt dann eben der bekannte Spruch her, in dubio pro reo. Lassen wir mal die Naturwissenschaften jetzt bei der Seite, aber da wir gerade hier bei den Rechtswissenschaften sind, möchte ich doch kurz auch das nochmal aufgreifen, was Thorsten schon erwähnt hatte, nämlich der Wahrheitsbegriff im Neuen Testament, und nochmal auf die Szene kommen, die schon erwähnt wurde, wo Jesus Christus vor Pilatus steht. Die findet sich im Johannesevangelium Kapitel 18. Nur als Randbemerkung ist ganz interessant, dass genau diese Stelle, und diejenigen, die so ein bisschen Griechisch entziffern können, werden hier das Wort Aletheia finden, nämlich Wahrheit. Genau diese Stelle findet sich auf dem Papyrus 52. Das ist das älteste Manuskript des Neuen Testaments, das wir besitzen. Aus dem Jahr 125 ungefähr kann man das datieren. Und genau diese Stelle, die Sie jetzt hier lesen können, findet sich darauf 11 Zeilen insgesamt. Ja? Ich will den Text doch mal lesen. Jesus antwortete: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn mein Reich von dieser Welt wäre, so hätten meine Diener gekämpft, dass ich den Juden nicht überliefert würde. Jetzt aber ist mein Reich nicht von hier. Da sprach Pilatus zu ihm: Also du bist ein König. Jesus antwortete: Du sagst es, dass ich ein König bin. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, damit ich der Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Und dann eben, Pilatus spricht zu ihm: Was ist Wahrheit? Und als er dies gesagt hatte, ging er wieder zu den Juden hinaus und spricht zu ihnen: Ich finde keine Schuld an ihm. Wenn man das sich nochmal vor Augen führt, ja, Pilatus sollte ja ein Interesse als Richter an der Wahrheit haben und verstehen, was ist wirklich hier vorgefallen. Aber er untersucht die Sache, den Sachverhalt überhaupt nicht. Und die Frage, die er stellt, was ist Wahrheit, ist trotzdem die bedeutendste Frage, die man überhaupt stellen kann. Und er stellt diese Frage einer Person, die wirklich kompetent ist, auf die Frage zu antworten. Und er wartet nicht mal auf die Antwort und geht sofort weg. Und da sieht man eben, dass bei Pilatus ein Problem war, was war seine Einstellung überhaupt zu Wahrheit? Ja? Die richtige Einstellung ist die Voraussetzung dafür, wirklich um die Wahrheit zu erfahren. Und die Frage stellt sich uns natürlich ganz genauso. Möchten wir wirklich die Wahrheit kennenlernen? Oder haben wir da auch irgendwie so eine gespaltene Haltung, ja, dass wir lieber der Frage aus dem Weg gehen und wie Pilatus Jesus Christus den Rücken kehren und den Raum verlassen? Aber das ist das Problem. Ich unterstreiche das mal mit einem Zitat noch, zunächst von George MacDonald. Das war ein schottischer Schriftsteller und Pfarrer aus dem 19. Jahrhundert, auch ein Apologet des christlichen Glaubens.
Und er hat gesagt, jemand Wahrheit zu geben, der sie nicht liebt, bedeutet ihm nur mehr Gründe für Fehlinterpretationen zu liefern. Und das ist in der Tat wahr. Welche Haltung habe ich zu Wahrheit? Möchte ich sie kennenlernen? Ist Liebe da zur Wahrheit? Ein weiteres Zitat, das ein bisschen den Wert von Wahrheit unterstreicht, aus einem anderen Zusammenhang, und zwar Winston Churchill. Das hat er gesagt im Zweiten Weltkrieg, und da ging es um Spionage und Spionageabwehr. Und da hat er gesagt, im Krieg ist die Wahrheit so wichtig, dass man sie mit allen Lügen verteidigen muss. Und bei Spionage und Gegenspionage geht es eben häufig genau darum. Aber der Wert der Wahrheit kommt sehr deutlich zum Ausdruck. Etwas über die Macht der Wahrheit, und das ist hier ein Zitat von Andrei Sacharow, ein berühmter Physiker aus Russland, aus dem 20. Jahrhundert und Nobelpreisträger, nicht für Physik, sondern Friedensnobelpreisträger, der gesagt hat, ich habe lange gedacht, die mächtigste Waffe in der Welt sei die Wasserstoffbombe. Und deshalb gab ich sie meinem Volk. Aber ich bin zu der Erkenntnis gekommen, dass die mächtigste Waffe nicht die Bombe, sondern die Wahrheit ist. Diese Überzeugung hatte er, und für seine Überzeugung war er bereit auch zu leiden und war eben lange im Straflager, ehe er dann unter Gorbatschow freikam. Er war wirklich ein berühmter Physiker, und Forschung, die auch ich mache am CERN, hat direkt mit Dingen zu tun, nicht mit Bomben. Machen Sie sich keine Sorgen, das tun wir nicht. Aber er hatte manche interessanten Überlegungen zu Materie und Antimaterie, und damit beschäftigen wir uns. Darum möchte ich jetzt mal einen kurzen Exkurs machen, aber nur ein paar Minuten, und mal was über unsere Grundlagenforschung am CERN sagen. Ja, also das CERN ist das weltweit größte Forschungszentrum auf dem Gebiet der Teilchenphysik, und da untersuchen wir den Aufbau der Materie und die fundamentalen Wechselwirkungen zwischen Elementarteilchen und eben die grundlegende Frage, worauf das Universum besteht und wie es funktioniert. Und was wir tun, ist wirklich hier, nehmen Sie mal einen Kristall, den kann ich, wenn ich ein Mikroskop nehme, Elektronenmikroskop, kann ich bis dahin kommen und sehen, okay, der besteht aus Molekülen, und die Moleküle bestehen aus Atomen, und die Atome, die haben einerseits den Kern, andererseits die Elektronen. Und der Kern, den sehen Sie hier, der besteht aus Protonen und Neutronen, und wenn man noch weiter geht, dann weiß man eben, die Protonen bestehen aus Bausteinen, die wir Quarks nennen. Ja? Und das andere sind eben die Elektronen, das sind die elementaren Teilchen, die wir kennen und mit denen wir auch experimentieren können. Und die Instrumente, die wir benutzen für die Forschung, sind einerseits die Beschleuniger, und dabei werden Teilchen auf Lichtgeschwindigkeit beschleunigt, also 99,9999%, und dann zur Kollision gebracht. Und dann bauen wir Detektoren, und die bauen wir um die Kollisionspunkte herum, und dann können wir die Flugbahn der Teilchen bestimmen, die bei der Kollision entstanden sind, und dann können wir Eigenschaften auf die der erzeugten Teilchen zielen. Die erzeugt worden sind, können feststellen, wie die sich verhalten, was das für Teilchen sind und so weiter. Und das erlaubt die Untersuchung der fundamentalen Naturgesetze. Und hier nochmal einige Fragen, die wir in der Teilchenphysik untersuchen. Wir wissen von der Forschung her, dass ja, die sichtbare Materie eigentlich nur 5% der gesamten Masse- und Energiebilanz des Universums ausmacht. Und die anderen 95%, die verstehen wir nicht so recht. Wir verstehen also nur recht wenig. Ja? Und trotzdem von den Teilchen, die wir kennen, und hier sehen Sie die Quarks und die Leptonen, Elektronen zum Beispiel, alle stabile Materie besteht aus diesen Teilchen. Aber die anderen, die können wir eben am Beschleuniger erzeugen und damit experimentieren. Und das sind die Teilchen, die die Kräfte vermitteln. Und das ist ein besonderes Teilchen, das ich noch etwas mehr sagen werde. Aber wir wollten unter anderem verstehen, was ist der Ursprung von Masse von Teilchen, warum sind die Massen unterschiedlich und so weiter. Dann
Eine andere Frage ist, was sind denn die anderen 95%, die wir nicht verstehen? Wir sagen, da ist ein Teil dunkle Materie, was ist denn das? Und da gibt es verschiedene Ansätze. Hier sehen Sie einige Schlagworte, Teilchen, nach denen man sucht und versucht da eben eine Antwort zu finden, was ist das dunkle Materie oder was ist dunkle Energie, die damit zu tun hat, dass das Universum sich ausdehnt. Und, ja, eine andere Sache noch, warum ist so wenig Antimaterie im Universum? All diese Fragen, die versuchen wir zu beantworten und haben darum diesen großen Beschleuniger gebaut, den Sie hier nochmal sehen, ja, im Bild, der einen Umfang hat von 27 Kilometern. Hier schauen Sie nochmal in den Tunnel rein und an 4 Stellen gibt es große Detektoren, hier das Atlas-Experiment, das ALICE-Experiment, CMS und hier das LHCb-Experiment, wo die Kollisionen stattfinden und wo man dann schaut, was entsteht bei diesen Kollisionen und wie verhalten sich die Teilchen. Und wir untersuchen eben diese Teilchen bei sehr hohen Energien. Das hier sind Energien, die entsprechen dem 7000-fachen der Ruhemasse eines Teilchens. Also stellen Sie sich mal vor, Sie haben, nur ein Beispiel, ja, Sie haben eine gewisse Masse, 60, 70 Kilo, und Sie würden so stark beschleunigt, dass Sie 7000 Mal mehr wiegen. Und dann bringen wir die Teilchen zur Kollision. Und dann kann man eben neue Teilchen erzeugen und versuchen eben manche Dinge besser zu verstehen. Hier sehen Sie eines der Experimente, an dem ich immer noch arbeite. Das ist ungefähr 20 Meter lang. Ist schon beeindruckend, der Aufbau. Und der ganze Komplex, der Beschleuniger, der eben die Protonen auf die hohen Energien bringt. Die Protonen, die machen 11.000 Umdrehungen im Beschleuniger pro Sekunde. 40 Millionen Kollisionen haben wir. Der Strahldurchmesser ist sehr klein. Die Energie des Strahls ist so groß, dass sie der Energie eines Flugzeugträgers entspricht, der mit 12 Knoten über den Ozean braust. Das ist also schon gewaltig, ja. Und das Ganze muss gekühlt werden, um Supraleitung zu haben. Und da sind wir bei diesen sehr tiefen Temperaturen. Die Detektoren sind auch ziemlich gewaltig. Also allein der CMS-Detektor hat mehr Eisen als der ganze Eiffelturm. Und Verkabelung haben wir lange dran gearbeitet, aber das sind einige 1000 Kilometer Kabel, die da verlegt werden, und die Datenmengen, die wir produzieren, jedes Jahr pro Experiment entspricht 20 Millionen DVDs aufgestapelt pro Experiment, und die Daten werden dann eben ausgewertet. Ja, wir haben interessante Entdeckungen gemacht, und eine Frage, die wir untersucht haben, ist eben der Ursprung von Masse. Und Sie haben das vielleicht gehört, ist auch in der Presse gewesen natürlich, dass man dieses sogenannte Higgs-Boson gefunden hat. Und dabei geht es eben darum, dass die Masse eines Teilchens zu tun hat mit der Kopplung an ein hypothetisches Feld. Und je stärker die Kopplung ist, umso größer die Masse. Und das ist also ein Mechanismus, der von diesen Herren hier schon vor über 50 Jahren vorgeschlagen worden ist. Und ja, schließlich im Jahr 2012 gefunden worden ist. Also man hat nachweisen können, in der Tat, es ist so, die Teilchen koppeln mit einer gewissen Stärke an das Feld, und je nachdem wie groß ihre Masse ist, ist die Kopplung, die Sie hier sehen, größer oder kleiner. Das ist ein leichtes Teilchen, koppelt weniger stark, ein schweres Teilchen koppelt stärker. Stimmt, wunderbar. Interessantes Ergebnis. Vielleicht sagen wir nicht so bedeutsam, aber für uns Physiker ist das schon interessant gewesen zu sehen, dass das so ist. Ja? Ich erwähne das nicht ganz von ungefähr, weil in den Medien häufig in Verbindung mit dem Higgs-Boson gesprochen wurde von den Gottesteilchen. Und ich schreibe das hier ziemlich klar, und das ist nicht nur meine Meinung, da können Sie irgendeinen Forscher fragen. Er sagt genau das Gleiche, dass der Ausdruck unangemessen ist. Ja? Denn das Higgs-Boson kann nicht den Ursprung des Universums erklären.
Wir können damit nur einen Mechanismus verstehen, aber das ist doch alles. Ja? Und selbst im Blick auf den Mechanismus muss man sich ja fragen, wer hat denn in die Natur gelegt? Warum ist er denn überhaupt da? Ja? Diese großen Theoretiker, die können sagen, okay, ich kann ein Modell bauen und dann benutze ich diese Beschreibung und dann machen wir ein Experiment und können nachweisen, dass der Mechanismus existiert, aber es ist noch eine ganz andere Sache, wer den Mechanismus in die Schöpfung eingelegt hat. Ja? Und da muss man eigentlich mal drüber nachdenken, auch als Grundlagenforscher. Gut, also das ist das Higgs-Boson, das sehen Sie hier nochmal und hier auf diesem Puzzleteil sehen Sie alle Elementarteilchen, die wir kennen. Mehr kennen wir nicht. Und das ist übrigens das Puzzleteilchen, ist von dem offiziellen Poster von dem Nobelpreis 2013, der für die Entdeckung des Higgs-Bosons gegeben wurde. Und damit machen wir Physiker eine Aussage. Wir sagen, wir haben jetzt ein vollständiges Puzzleteil. Wir haben etwas vollständig verstanden. Und es hat über 100 Jahre gebraucht, um dieses Puzzleteil zusammenzubringen. Alle Teilchen, die Sie hier sehen, das ist ja ein Puzzle im Puzzle, ja? Sie sehen das hier, nicht wahr? Alle diese Teilchen sind inzwischen entdeckt worden und wir haben ein vollständiges Teil, aber nur einen Teil. Mehr haben wir nicht. Und wir geben damit direkt zum Ausdruck, die anderen 95%, von denen ich eben sprach, die entziehen sich bisher unserem Verständnis. Mehr noch, wir haben keine Idee, ob die Modelle, die den Rest beschreiben sollen, richtig sind. Also wir haben allen Grund, bescheiden zu sein als Grundlagenforscher. Und darum möchten wir natürlich auch weiter forschen, ja? Weil wir nur so wenig verstehen. Ja, das Higgs-Boson hat uns echt überrascht. Und zwar aus verschiedenen Gründen, aber das Teilchen ist relativ leicht, immer noch schwer genug, aber trotzdem relativ leicht. Und es gibt keinen Hinweis auf Teilchen, die man postuliert hat, die irgendwo hier drumherum liegen, ja? Die man sich gewünscht hat, da hat man nichts von gesehen bisher. Und insofern gibt es einen großen Unterschied zwischen der verstandenen Energieskala und der Energieskala, die darüber hinausgeht. Und das nennen wir in der Physik das Natürlichkeitsproblem. Wir würden gerne gesehen haben, ja, dass es Teilchen gibt, die in der Masse nahe dran liegen an den Teilchen, die wir kennen und verstehen, aber das ist nicht so. Und das hat Konsequenzen. Ich habe die hier kurz zusammengefasst. Da es keine Hinweise auf neue Teilchen gibt, ja, haben wir bisher keine gute Erklärung dafür, warum die Parameter in unserem Standardmodell so sind, wie sie sind. Mit anderen Worten, die Ergebnisse, die wir erzielt haben, machen die These für Natürlichkeit schwächer. Eine natürliche Erklärung, warum Massen so sind, diese Erklärungen sind schwächer geworden durch die Forschung, die wir gemacht haben. Umgekehrt ist die Argumentation für Feinabstimmung stärker geworden. Es liegt offensichtlich sowas vor wie Feinabstimmung. Und das ist ein gewisses Problem für uns Physiker. Ich habe das hier mal illustriert, ja. Eine solche Kugel auf einen solchen Nagel zu legen, ist ziemlich schwierig. Und die Frage stellt sich einfach für uns, wie viel Feinabstimmung sind wir als Physiker bereit zu akzeptieren, bevor wir das Konzept der Natürlichkeit aufgeben. Aber die Annahme, dass es Feinabstimmung gibt, wirft natürlich sofort die Frage auf, wer hat die Parameter abgestimmt? Ja, das ist eine Frage, die ich gerne mal unseren Besuchern stelle, die ins Forschungszentrum kommen. Gerade haben wir schon mal Schulklassen da oder Studenten. Und dass man einfach mal etwas weiterdenkt und sich fragt,
Ja gut, wenn es sowas gibt wie Feinabstimmung, wer hat denn das gemacht? Und Sie sehen, dass die Forschung eigentlich unmittelbar, wenn man sie ehrlich betreibt, immer wieder dahin führt, dass es einen Schöpfer geben muss. Überhaupt, dass wir Forschung machen können, dass wir das Universum verstehen können, dass es verstehbar ist, ja, das geht nur, wenn es am Anfang Intelligenz gibt. Ohne Intelligenz zu Anfang macht Verstehbarkeit eigentlich gar keinen Sinn. Und insofern ist das, was wir verstehen von unserem Universum, eigentlich ein ganz starker Fingerzeig darauf, dass es am Anfang Intelligenz geben muss. Gut, und als Christ machen wir den Schluss und sagen, das muss der Schöpfer sein. Das ist dann ein Schluss, den man daraus ziehen kann. Kurz etwas zu Scientismus, natürlich ein eingedeutschtes Wort, ich benutze das gar nicht gerne. Ich habe nachgeschaut, ob es das überhaupt gibt auf Deutsch, gibt es aber, ja. Normalerweise spreche ich Englisch und dann wollte ich mich vergewissern, das Wort existiert auch im Deutschen und das heißt Wissen oder Wissenschaft kommt von Scientia und beschreibt die Auffassung, dass sich mit wissenschaftlichen Methoden alle sinnvollen Fragen beantworten lassen. Natürlich eine mutige Behauptung, aber das ist einfach mal die Definition von dem, was es ist. Und solche, die diese Auffassung vertreten, sagen dann, dass Aussagen, die sich nicht durch wissenschaftliche Methoden begründen lassen, für den Scientismus sinnlos sind oder man spricht über nicht existente Dinge. Aber das ist irgendwo sinnlos und insofern wird alles, was Metaphysik ist oder Religion, dann rundweg abgelehnt. Ja. Man sollte aber mal die Aussage selbst nehmen, die ich mal hier aufgeschrieben habe. Wahrheit kann nur mit der wissenschaftlichen Methode erfasst werden, also mit einer Messung, die man durchführen kann. Diese Aussage selbst kann ich ja gar nicht mit der wissenschaftlichen Methode untersuchen. Die kann ich ja gar nicht quantifizieren, ich kann ja nicht messen, ob Wahrheit nur mit der wissenschaftlichen Methode erfasst werden kann. Insofern ist das ein Postulat, ja, das damit nicht bewiesen werden kann und damit direkt die Behauptung widerlegt. Man muss einfach mal logisch bis zum Ende denken, was nicht immer getan wird. Das ist eins der Probleme von David Hume gewesen, der diese Aussage unter anderem gemacht hat. Die großen Fragen der Menschheit, die man nicht oder nur zum Teil mit der wissenschaftlichen Methode beantworten kann, sind: Woher kommt alles? Warum gibt es etwas und nicht nichts? Warum existieren wir? Und wo kommen die Naturgesetze her? Diese Fragen, warum und wo kommt etwas her, sind unheimlich schwer wissenschaftlich fassbar. Wir können Mechanismen erklären, wie etwas funktioniert, aber warum, wozu, ja, das sind eigentlich Fragen, die man damit nicht beantworten kann. Insofern bin ich mal so kühn zu behaupten, dass dem Scientismus ein verengtes Weltbild zugrunde liegt. Man hat also eine sehr eingeschränkte Auffassung von Wahrheit und jede Transzendenz und ein Schöpfer wird von vornherein ausgeschlossen dabei. Ja, ich hatte eben gesagt, es ist ein verengtes Weltbild und jetzt kurz etwas über Weltbilder und Weltanschauungen. Ein Weltbild ist die Vorstellung der erfahrbaren Wirklichkeit als Ganzes, welches mehr ist als die Summe seiner Teile. Das heißt, wenn ich wirklich ein Weltbild habe, dann bringe ich verschiedene Fakten zusammen, aber wenn ich das Ganze betrachte, dann geht es wirklich um mehr als die einzelnen Komponenten. Ein Modell der sichtbaren Welt, Sie kennen das, haben Sie in der Schule gelernt, ja, Weltbild, da sprach man von dem geozentrischen Weltbild zum Beispiel, dem heliozentrischen Weltbild.
Nicht wahr? Da geht es dann wirklich um objektive Dinge. Wenn wir von subjektiven Dingen sprechen, dann benutzen wir den Ausdruck Weltanschauung. Und das ist eben etwas, was zu tun hat mit dem Wissen, das durch Überlieferung, Erfahrung und Empfinden persönlicher Wertungen, Vorstellungen und Sichtweisen die Deutung der Welt erlaubt, die Rolle des Einzelnen und auch den Sinn des Lebens. Und die grundlegende kulturelle Orientierung und von Individuen und Gruppen wird eben durch eine Weltanschauung beschrieben. Themenkreise, die von einer Weltanschauung abgedeckt werden können, betreffen häufig Beziehungen zwischen Naturwissenschaft und Religion. Da geht es also dann wirklich weiter als das, was nur ein objektives Weltbild ist. Jetzt ist es so, dass eine Weltanschauung eben oft absolut und exklusiv verstanden wird. Und zum anderen, wenn ich sage, es ist eine Anschauung, dann ist der Hinweis schon da, dass auch andere Meinungen durchaus möglich sind, die aber deswegen nicht notwendigerweise wahr sind. Ich hatte den Ausdruck verwendet von absoluter und von einer exklusiven Anspruch im Blick auf Wahrheit. Und da möchte ich gerne noch etwas mehr zu sagen. Denn es gibt natürlich einen gewissen Pluralismus von Weltanschauungen und von Kulturen. Und die Frage, die sich dann stellt für uns, sind die alle gleichwertig? Sind alle Wege gleichermaßen richtig? Wir kennen den Satz, alle Wege führen nach Rom, ja? Aber ist das etwas, das auch zutrifft, gerade im Blick auf die Frage nach der Suche nach Wahrheit? Und dann ist eben die Frage, was ist der richtige Weg, der wirklich zur Wahrheit führt? Alle großen Religionen haben einen Exklusivitätsanspruch. Und das ist der Fall für diejenigen, die ich hier erwähne, aber man kann die Liste natürlich vervollständigen. Und es ist einfach so, dass man nicht sagen kann, dass alle Religionen fundamental gleich sind, sondern die sind wirklich unterschiedlich. Und wenn man Ähnlichkeiten sieht, dann sind die oberflächlicher Natur, aber fundamental unterschiedlich. Und der Exklusivitätsanspruch im Blick auf das Christentum kommt besonders deutlich zum Ausdruck in diesem Vers aus dem Johannesevangelium, wo Jesus Christus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Es gibt wahrscheinlich kaum einen Vers im Neuen Testament, der so den Exklusivitätsanspruch unterstreicht. Und jetzt stellt sich die Frage, was ist das Einmalige denn im Christentum? Warum kann man das so sagen, ja? Dass es sich fundamental unterscheidet von anderen Religionen. Auf diese Frage kann man unterschiedliche Antworten geben. Und ich kann das auch der Zeit halber schon überhaupt nicht erschöpfend behandeln. Aber möchte einfach mal einen Punkt herausgreifen, und das ist dieser hier: im Christentum gibt es sowas wie Vergebung. Wenn Sie den Hinduismus zum Beispiel nehmen, nur als eine Illustration, da spricht man von Reinkarnation. Und worum geht es dabei? Dass man in einer neuen Inkarnation eigentlich die Schuld bezahlt von dem, was man in einem vorherigen Leben falsch gemacht hat. Und das ist also ein System von Zurückzahlung. Aber ich muss etwas tun, ja, um meine Schuld irgendwie abzuzahlen. Im Islam geht es schlussendlich darum, dass meine guten Taten irgendwie die schlechten Taten aufwiegen müssen.
Aber im Christentum, und das ist ein entscheidender Punkt, gibt es sowas wie Vergebung. Und das nicht in einer Weise, die billig ist, sondern es ist Vergebung, die ihre Grundlage findet in dem Tod Jesu Christi am Kreuz. Und das ist gewaltig, wenn man daran denkt, dass Gott nicht einfach vergibt, sondern irgendwo der Preis gezahlt werden muss. Aber das ist schlussendlich die Botschaft des Evangeliums. Ja, nochmal etwas zum Pluralismus. Wir lieben das natürlich. Und ich möchte auch gar nicht sagen, dass Pluralismus schlechthin verkehrt ist. Ja? Ich freue mich auch, dass meine Frau nicht jeden Tag dasselbe kocht. Dass es Abwechslung gibt, dass es eine gewisse Pluralität gibt, dass man sich an vielen Dingen auch erfreuen kann. Nur, man muss aufpassen, wenn es um Fragen geht, die wirklich mit der Suche nach Wahrheit zu tun haben. Gilt da auch Pluralismus? Gibt es da eben auch eine Vielfalt von Wegen? Und die Sache ist die, dass, wenn wir ehrlich sind und sagen, lass es 100 Wege geben, wir wollen eigentlich immer noch einen mehr haben. Und zwar unseren Weg. Nicht den Weg, den jemand anders für richtig hält. Denn unser Problem als Menschen ist der, dass wir gerne autonom sein möchten. Wir möchten gerne selbst bestimmen. Und darauf möchte ich gerne noch ein wenig hinweisen. Diese Freiheit möchten wir haben, selbst zu bestimmen, was richtig, was falsch ist, was gut und was böse ist. Und das heißt eigentlich nichts anderes, dass wir irgendwie Gott spielen möchten. Das ist genau der Punkt eigentlich, schon im Garten Eden, 1. Mose 3, wo den Menschen gesagt wurde, du wirst sein wie Gott. Ja? Aber dahinter steckt eigentlich diese Definition von Selbstbestimmen, was gut ist und was böse ist. Denn genau darum geht es ja da, erkennen Gutes und Böses. Also Autonomie, ein griechisches Wort, das sich zusammensetzt aus Autos und Nomos und mit Selbstbestimmen zu tun hat, das heißt die Fähigkeit aller Wesen, sich als Wesen der Freiheit zu begreifen und aus dieser Freiheit heraus zu handeln. Und dann bekommen eigene Präferenzen den Vorzug von dem, was richtig und was wahr ist. Wenn aber jetzt jeder so denkt und man völlig autonome Personen hat, dann führt das zwangsläufig zur Kollision. Ja. Und darum ist es einfach wichtig, dass wir einen absoluten Maßstab haben. Und den gibt es nur, wenn es auch eine absolute Wahrheit gibt. Freiheit ist gut, aber Freiheit braucht auch Grenzen. Das ist einfach so. Ich habe Kinder, wir haben einen Garten. Kinder lieben die Freiheit, spielen gerne im Garten, aber unser Garten hat einen Zaun. Aus gutem Grund, denn daneben ist die Straße. Ich möchte nicht, dass die Kinder auf die Straße laufen können. Ja, Freiheit braucht Grenzen. Und so sind wir auch geschaffen worden von dem Schöpfer. Ich möchte gerne noch eine letzte Stelle kurz erwähnen aus dem Johannesevangelium, wo es um Freiheit und Wahrheit geht. Das kommt aus einer Unterhaltung von Jesus Christus mit den Juden. Die sagen, und zu ihnen sagt Jesus, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und dann antworten sie, wir sind Abrahams Same und sind nie jemandes Knechte gewesen. Wie sagst du, ihr sollt frei werden? Jesus antwortete ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist der Sünde Knecht. Der Knecht bleibt nicht für immer in dem Haus, der Sohn bleibt für immer. Wenn der Sohn euch frei machen wird, so werdet ihr wirklich frei sein. Wir wollen kurz das Gespräch anschauen, ich möchte nur ein paar Punkte erwähnen. Zunächst machen die Juden hier die Aussage, wir sind nie jemandes Knechte gewesen. Interessant, dass sie das sagen. Die sagen das zu einem Zeitpunkt,
wo sie gar keine freien Leute waren. Die lebten da im Land Israel, aber unter der Herrschaft der Römer. Die waren Knechte. Und darüber hinaus, 1500 Jahre vorher, da waren sie Knechte auch in Ägypten. Und jedes Jahr aufs Neue feiern sie das Passa, um ihre Befreiung aus der Knechtschaft zu feiern. Und dann sagen sie sowas, wir sind nie jemandes Knechte gewesen. Und hier kommen wir nochmal zurück auf das, was Thorsten schon gesagt hatte. Was ich hier erwähne, sind ja Fakten. Die kann man nicht leugnen. Aber Fakten werden einfach leichtfertig ignoriert, wenn sie unbequem sind. Und das sieht man hier wieder an diesem Beispiel sehr deutlich. Nächste Frage: Hat unsere Selbstbestimmung, unsere Autonomie wirklich zu Freiheit geführt? Interessant ist ja die Aussage hier, die Jesus Christus macht: Jeder, der die Sünde tut, ist der Sünde Knecht. Und wenn wir das uns auch einmal fragen, ob unsere Selbstbestimmung zu Freiheit geführt hat, dann müssen wir doch sagen, dass die Möglichkeit zu sehen und zu tun, was man will, auch schnell zu Bindungen führt und zu gebunden sein, schlussendlich Knecht sein. Ja? Und das ist, denke ich, eine wichtige Aussage, die hier getan wird von Jesus Christus. Wir sehen weiterhin, dass Freiheit nicht nur mit der Wahrheit verbunden wird, die Wahrheit wird euch frei machen, sondern der Sohn wird euch frei machen. Das heißt, Wahrheit ist mit der Person des Sohnes verbunden oder der Sohn ist die Wahrheit. Also, man hat hier sowas wie die personifizierte Wahrheit vor sich. Nicht nur etwas Abstraktes, sondern die Bibel führt uns wirklich dahin, dass wir in Verbindung mit der Wahrheit eine Person sehen. Wie ich eben schon erwähnt hatte, der Vers aus Johannes 14, ich bin der Weg, die Wahrheit, das Leben. Ja, ich komme zum Abschluss. Autonomie oder Freiheit. Was ist Freiheit? Es hat zunächst mal damit zu tun, dass wir erkennen, wer wir sind und was wir sind. Und was sind wir? Menschen? Gut, da stimmen wir alle überein. Aber dann sind wir irgendwie nur biochemische Maschinen, wie Thorsten das vorher erwähnt hatte, oder sind wir im Bild Gottes erschaffen? Also mit einer Persönlichkeit und Bewusstsein. Ja. So stellt die Bibel den Menschen vor, als ein Wesen im Bild Gottes erschaffen. Ist nicht alles, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt ganz klar, was hier jetzt steht, wir sind auch Menschen, die Sünder sind. Wir haben ein Problem. Wir haben ein Problem, das nennt die Bibel ganz klar beim Namen. Sagt, das ist das Problem Sünde. Und deshalb brauchen wir einen Erretter. Wir brauchen keinen Guru oder jemanden, dem man folgt, um irgendwie sich zu verbessern. Wir brauchen einen Retter. Und der wird eben vorgestellt. Dass wir Sünder sind, ist irgend so etwas wie eine ungeliebte Wahrheit. Ja? Etwas, das wir nicht gerne wirklich wahrhaben. Aber wenn wir Freiheit kennenlernen möchten, echte Freiheit, dann ist es gut, auch das anzuerkennen. Nicht nur erkennen, wer wir sind, sondern auch erkennen, wer Gott ist und wer Jesus Christus ist. Diese Erkenntnis führt zu Freiheit, nicht von jeglicher Art von Limitierungen, sondern von Limitierungen, die uns daran hindern, die Menschen zu sein, für die wir gemacht und geschaffen worden sind. Gott hat eine Absicht mit uns, hat uns geschaffen und möchte, dass wir auch so leben. Aber um wirklich diese Freiheit zu erleben, ja, muss man eben auch erkennen und anerkennen, was hier steht. Ein kurzes Schlusswort, denn die Zeit ist lange vorbei, du hast die Zeit besser eingehalten als ich. In einer Gesellschaft, in der Appelle an Emotionen und persönliche Präferenzen mehr Bedeutung haben als Tatsachen und Fakten,
kann man ein erfülltes Leben in Jesus Christus finden, denn er ist die personifizierte Wahrheit. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.